Ja, hallo, herzlich willkommen, Lisa. Heute sprechen wir mit Lisa Schumacher. Lisa Schumacher ist die Freiwilligenmanagerin beim Verein Taste of Malawi, ein Verein, der rein digital mit Freiwilligen arbeitet. Lisa, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du bei Taste of Malawi? Also hallo, ich bin die Lisa. Ich habe bei Taste of Malawi vor circa 4,5 Jahren angefangen. Habe von Taste of Malawi auch so über die Jahre persönlich gehört und habe im Grunde während meines Studiums, während meines Bachelors und meines Masters die Personalleitung im Grunde übernommen. Und da haben wir schon ganz viele Freiwillige auch nach Malawi gesendet, aber halt auch Ehrenamtler in Deutschland verwaltet. Und meine Position ist im Grunde, dass ich die Teamleitung der Personalleitung im Grunde unseres digitalen Vereins übernehme. Dabei leite ich 2 andere Ehrenamtler mit. Zusammen im Team machen wir die Koordination von dem Offsite-Team in Europa und Amerika, das im Grunde vor Ort unterstützt, und dann auch vor Ort, also die On-Site-Seite, wo wir dann Freiwillige hinsenden, die sich bei uns melden und vor Ort eine gewisse Zeit verbringen möchten. Und diese Aufgabe erledigst du von zu Hause aus digital oder bist du auch manchmal vor Ort? Unser Team arbeitet komplett digital, das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen digitalen Programmen wie Skype, WhatsApp etc. Das heißt, ich bin auch während meines Bachelors und meines Masters schon mehrmals umgezogen und ich habe im Grunde meine Personalleitung im Grunde mit mir mitgenommen. Und wir haben uns aber auch einmal schon persönlich getroffen als Team, was sehr, sehr schön auch manchmal ist, dann persönlich auch die digitalen Verbindungen nochmal aufzubauen. Und warum hast du dich für das digitale Ehrenamt entschieden? Für mich, also wie bereits schon erwähnt, ich bin in meinem Bachelor und auch in meinem Master sehr viel umgezogen, weil ich viele Auslandserfahrungen sammeln wollte und Praktikas gemacht habe etc. Und dabei wollte ich mich trotzdem weiterhin engagieren, weil ich auch einfach einen persönlichen Bezug zu diesem Projekt habe. Und dabei war halt das digitale Ehrenamt eigentlich am besten, weil dadurch konnte ich, wie gesagt, hatte ich mein Ehrenamt im Grunde in der Tasche und konnte immer daran arbeiten und immer weiter unterstützen. Und hatte trotzdem im Grunde die Verbindung zu auch Kollegen und konnte in einem Team mitarbeiten, was im Grunde digital und zu jeder Tageszeit, wie die Studenten halt, wie das studentische Leben manchmal ist, zu jeder Tageszeit im Grunde zu arbeiten. Sehr schön, also schön flexibel und das Ehrenamt in der Tasche, ich mag den auch. Genau. Genau, überall. Da kann man auch mal Urlaub machen und dann am Strand sitzen und ein bisschen arbeiten. Spannend. Und die digitalen Freiwilligen, die du begleitest, welche Aufgaben übernehmen die? Was machen die so? Im Grunde ist es so, dass die gesamte Organisation abgedeckt wird durch dieses digitale Ehrenamt. Also von der Leitung des generellen Vereins bis hin zur Finanzverwaltung, Marketing. Die Webseite wird digital auch unterstützt. Also dementsprechend die ganze Wegbreite von die ein digitales Unternehmen oder ein Verein braucht, kann so abgedeckt werden, weil wir im Grunde ja digital, ich meine, das ist ja die neue Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten, uns untereinander auszutauschen, aber auch auf Sachen zuzugreifen, wie Ordner und Dokumente online und kollaborativ dann daran zu arbeiten. Das ist eigentlich echt alles abdeckt in der Organisation und wir im Grunde nur digitale Ehrenamtler haben, also die digital uns unterstützen aus der ganzen Welt. Klingt ja total positiv und wie ein Traum. Glaubst du, dass das aber auch Grenzen haben kann? Gibt es Aufgaben, die von digitalen Freiwilligen nicht übernommen werden können? Oder? Eine große Grenze sehe ich bei mir, vor allem auch in meinem Aufgabenbereich. Für eine Auswahl von digitalen Ehrenamtlern oder Freiwilligen ist es sehr schwierig, manchmal die persönliche Verbindung aufzubauen, beziehungsweise aber auch eine Person wirklich kennenzulernen über digitale Medien, weil es ist was ganz anderes, wenn man jemanden persönlich kennenlernt und die ganze Mimik und Gestik mitbekommt. Da ist es manchmal schwierig und das braucht einfach mehr Aufwand in der Hinsicht, dass man eine persönliche Verbindung auch aufbauen muss über digitale Medien und das ist manchmal ein bisschen mehr Aufwand. Aber trotzdem sind dem natürlich Grenzen gesetzt, dass man auch sowas wie Onboarding und sowas alles ist natürlich, man wird in einem digitalen Team
trotzdem ongeboardet, aber es ist natürlich weniger persönlich, als wenn jemand neben einem steht und dann die Aufgaben mit jemandem durchgeht. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber so, dass solange man diese persönliche Verbindung auch nährt und auch versucht, dieses Willkommensein auch zu kreieren, digital, ist es auch sehr gut möglich. Also auf jeden Fall ist es nicht gut möglich, das Persönliche, sage ich mal, zu ersetzen, aber es ist doch sehr gut möglich, auch diese Brücke zu bilden und mit ein wenig mehr Aufwand dann das trotzdem gut hinzubekommen. Und dann einfach neue Formen der Beziehung, die man dann schafft, oder? Genau. Und wie gesagt, also dadurch, dass wir uns auch persönlich mal im Team getroffen haben, das macht natürlich schon etwas aus, wenn man mal, blöd gesagt, auch zusammen Tee trinkt oder einen Kaffee trinkt. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich digital zu Aufgaben verabredet etc. Das würde ich schon sagen, das ist einfach das Limit. Da müsste man dann, haben wir jetzt so versucht, das dann einfach eine Kombination daraus zu machen, dass man sich vielleicht doch auch einmal im Jahr oder was einmal sehen kann, um zu sagen, okay, da ist eine persönliche Basis, wo wir dann digital weiter drauf aufbauen. Mhm. Für Freiwillige, wo es nicht möglich ist, sich mal persönlich zu treffen, hast du einen Tipp oder Tricks für uns, wie man vielleicht dann doch diese persönliche Bindung aufbauen kann? Was ich sehr wichtig finde, dass man sicherstellt, dass diese Person sich willkommen fühlt. Das ist vor allem am Anfang sehr, sehr wichtig, dass die Person das Gefühl hat, oh, da ist jemand, der sich wirklich persönlich um mich kümmert und auch immer wieder nachfragt und eine aktive Rolle übernimmt in der Hinsicht, dass man sagt, geht es dir denn auch wirklich gut? Hast du diese Aufgaben alle verstanden? Ein sehr reger Austausch sollte da passieren. Und aber auch wenn das Team dann schon etabliert ist, finde ich es auch sehr wichtig, Teambuilding bzw. soziale Aktionen ebenfalls anzubieten. Also dass nicht nur sich getroffen wird über das Business reden, sondern auch über soziale Sachen oder sich mal austauscht über den eigenen Alltag, damit man irgendwie auch ein bisschen persönlichen Austausch hat über was bei den Leuten sonst so passiert außerhalb des Ehrenamts. Mhm. Okay. Und was ist dann der größte Fehler, den ich machen kann in der digitalen Zusammenarbeit? Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, Leute als einzelne Akteure in einer Organisation zu sehen, sondern eher das Team an sich als gemeinsamen Akteur zu sehen. Also das heißt, es sollte sehr, sehr viel Teamgedankenströme sein und auch Teamstrukturen geben. Das heißt, man sollte nicht Leute alleine lassen, weil bei einer digitalen Organisation bzw. Strukturen ist es sehr schnell so, dass man sich alleine fühlt und vielleicht auch ein bisschen verloren, weil man nicht direkt irgendjemanden zum Ansprechen hat persönlich. Und dementsprechend denke ich, der größte Fehler, den man machen kann, ist, Leute so gesehen alleine zu lassen und zu sagen, okay, hoffentlich schaffen sie das. Ich würde dann eher sagen, okay, das ist wichtig, dass man nachfragt und immer wieder aktiv auch die Rolle der Organisatoren übernimmt und sagt, okay, wenn du irgendwelche Fragen hast, eine Plattform schaffen, um auch Fragen zu beantworten, beziehungsweise auch Anregungen oder Ideen. Beziehungsweise der Austausch ist auch sehr, sehr wichtig, weil jeder hat eine andere Perspektive auf diese digitale Zusammenarbeit und sitzt dann in seinem Zimmer und hofft, dass es vielleicht möglich ist, das zu implementieren. Und deswegen denke ich, eine Plattform dafür ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr spannend, sehr wichtige Sachen, die du da sagst. Und für die Zukunft des digitalen Ehrenamtes, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass generell unsere Industrie, sage ich mal, um das da ganz generell zu sagen, das Potenzial noch viel mehr ausschöpft. Weil ich glaube, auch in meinem Fall sehe ich, dass das für mich einen sehr großen Mehrwert hatte neben meinem Studium, dass ein anderes Ehrenamt für mich sehr, sehr schwierig gewesen wäre, dadurch, dass jeden Dienstagabend irgendwo hinzufahren für mich sehr, sehr schwierig gewesen wäre in meinem Alltag. Aber ich mich trotzdem sehr gerne sozial engagieren möchte. Und dadurch, dass das so ein Riesenpotenzial ist mit so vielen neuen Erfindungen und Apps und Programmen, die auf den Markt kommen, dass es so einfach ist, eigentlich diese Leute zu engagieren und diese Leute auch deren Fähigkeiten zu integrieren in Organisationen, die das gut gebrauchen können. Ich denke, da hoffe ich einfach, dass vielleicht auch jetzt ganz aktuell die Corona-Krise vielleicht ein bisschen gezeigt hat, dass es auch möglich ist, digital sehr, sehr viel zu verändern. Und ich denke, das wäre toll, wenn das in der Zukunft noch mehr ausgeschöpft wird.
Ja, ohne das digitale Ehrenamt hätte man vermutlich dich und dein Engagement verloren gehabt. Genau. Ja, genau. Da wäre ich dann irgendwann leider umgezogen von. Genau. Super. Vielen herzlichen Dank, Lisa. Es war super spannend, dein Einblick in das digitale Ehrenamt. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es wichtig ist, ganz proaktiv hinterher zu sein, hinter den verschiedenen Ehrenamtlichen, um die man sich kümmert und den Teamgedanken zu fördern. Und das werde ich mir merken. Und da danke ich dir ganz herzlich für dein Interview. Bitte. Tschüss.